Ich befinde mich gerade in einem sehr, sehr spannenden afrikanischen Land, was einige tolle Möglichkeiten zu bieten hat und für mich von dem her auch einen Sonderstatus hat, nachdem ich selber jetzt aktuell knapp 100 Länder bereist habe und natürlich auch immer ein Augenmerk darauf lege, ja, was hat denn welches Land zu bieten? Und Gambia, das hat einiges zu bieten. Du siehst es hier auch schon im Hintergrund. Hier kann man richtig sich es gut gehen lassen und hier auch richtig schön leben. Man kann sehr einfach eine Aufenthaltsgenehmigung für seinen persönlichen Plan B sich einholen. Hoffen wir, dass wir Kriege etc. nicht sehen, aber wir sehen es zumindest immer mehr in den Medien, diese Möglichkeiten und wo Politiker nicht müde werden, darauf hinzuweisen und dass wir uns unbedingt vorbereiten müssen. Auch Vorbereitung ist natürlich ein toller Plan B. Aber eben auch das Thema Bankkonten. Auch hier sehr, sehr einfach zu eröffnen und auch das Thema Leben mit Krypto. Ja, digitaler Euro, könnte es in ein dystopisches System enden und münden? Tja, hier kannst du komplett systemunabhängig von Banken, Politikern und Co. leben. Also, du musst nur die Möglichkeiten kennen. Ja, ich werde dir heute das Zusammenfassen von Eindrücke aus 2 Besuchen, auch Beobachtungen der letzten 3 Jahre sehr, sehr aufmerksam. Ich habe ja auch selber investiert. Du wirst auch mein Apartment dann sehen, was fertig geworden ist. Und habe ich dann natürlich ausführlich auch mit Auswanderern und Einheimischen ausgetauscht. Für mich persönlich, von dem her zusammenfassend schon mal ein hochinteressantes, ruhiges Land für einen einfachen Plan B, Konteneröffnung und systemunabhängig zu leben. Also wir starten erstmal mit dem Land selber. Gambia, das Entwicklungsland. Also, es ist erstmal eine Enklave des Senegals, was also ein viel größeres Land ist und außenrum. Der Senegal ist französisch, Gambia ist englischsprachig, was für viele im deutschsprachigen Raum ja deutlich einfacher sein dürfte, sich dann hier zurechtzufinden. Das heißt, hier kann man wirklich auf Englisch mit jedem sehr, sehr einfach sprechen. Übrigens, warum ist der Rest eigentlich alles französisch und genau das hier ist englischsprachig? Und zwar ganz einfach. Die Briten hatten damals genau diesen Fluss erobert, der Rest war unter französischer Domination sozusagen. Und und da wurde dann letztendlich ein eigenes Land daraus und die Grenze ist auch an dieser schmale Streifen, auch mit dem Fluss und Co. Das ist übrigens so mehr oder weniger die Kanonenlinie. Ja, das ist dann noch übrig geblieben als eigenes Land heute und eigen verwaltet. Gambia selber ist aber circa 500 Kilometer lang. Das heißt, du bist locker mal 8 Stunden von der Strandgegend dort bis hin auf die andere Seite ins Binnenland. Ansonsten die Infrastruktur ist häufig relativ wenig beziehungsweise eher dürftig, wird aber immer besser. Auch ein gutes Beispiel, als ich vor 3 Jahren hier gekommen bin, da war eine riesen Baustelle, also da war die große Straße, die dann auch hinein in die Stadtgegend und Co. geht, alles noch im Bau. Jetzt inzwischen alles fertig und ja, damals, das hat glaube ich 1,5 Stunden gedauert, war unglaublich viel Verkehrsstau, war auch wie gesagt überall Baustelle und jetzt ist alles fertig. Das hat circa 20 Minuten gedauert, was vorher ja 3, vielleicht sogar 4-mal so lange gedauert hatte. Ja, also dass wenn Infrastruktur gebaut wird, geht es natürlich voran. Wir sehen auch generell relativ viel, was hier gebaut wird, wo man einfach auch insgesamt sieht, ein Land, wo viel gebaut wird, da geht es grundsätzlich nach oben. Ja, ansonsten aber machen wir uns nichts vor. Gambia ist ein Dritte-Welt-Land. Es gibt hier doch sehr, sehr viel Armut und die meisten Menschen leben sehr einsam. Aber das heißt nicht, dass sie hier hungern. Und es ist häufig übrigens auch so, was ich ja mitbekomme von den Menschen, die wollen häufig auch gar nicht so viel arbeiten. Die mögen auch dieses entspannte Leben und dass sie grundsätzlich alles Notwendige haben. Ja, und ja, es ist halt einfach entspannter, weniger arbeiten. Das ist hier eher so die Einstellung. Das heißt, wenn man auch hier ein entspanntes Land sucht, in die eigene Lebenssituation reinpasst, dann könnte Gambia durchaus interessant sein. Internet selber ist so lala, der Strom kann öfter mal weg sein. Wie gesagt, wir sind hier in einem Dritte-Welt-Land. Aber wenn du hier ein Backup hast und auch wenn es zum Beispiel die Gebäude und gerade neue Gebäude, und darauf würde ich auch generell immer achten, dass die einen Generator haben, wo es dann auch wirklich im Fall der Fälle gleich dann wieder weitergeht. Oder auch mobile Karten. Ich habe mir das am Flughafen hier auch gleich geholt. Generell, man kann auf europäischen Standard leben, wenn man grundsätzlich Geld mitbringt. Zum Thema Lebenshaltung werde ich nachher auch was mitbringen. Also, dann Zusammenfassung zur Politik. Gambia ist eine Demokratie. Das ist eines der stabileren Länder in Afrika, auch wenn nicht vergessen sollte, dass wir uns hier natürlich immer noch in Afrika befinden. Generell ist es so, dass man von der Politik hier eigentlich nicht so wirklich viel mitbekommt. Wir haben also sehr, sehr wenig Staat im Alltag. Ich war auch selber beim ersten Besuch in einem Finanzamt dort mit drin für Steuernummer und so weiter. Kann man nicht vergleichen. Sehr, sehr einfach gehalten, ein paar alte Computer und man merkt schon, also da ist nicht so, wie sagt man auf Englisch ja gerne, da ist nicht wirklich so viel Drive dahinter. Also das heißt, man kann hier nicht vergleichen, wenn man jetzt von Politik spricht oder auch Finanzämter, Behörden und so weiter. Ist sehr, sehr einfach und sehr niedriges Profil, Low Profile, sagt man ja gerne dort auf Englisch.
Ja, von der Lebenshaltung her, man kann hier nochmal ein gutes Stück günstiger leben, als wir das in Deutschland, Österreich und in der Schweiz kennen. Wenn man also jetzt mal knapp 3.000 € in Deutschland rechnet, kommt man in Gambia mit ca. 1.800 € zurecht. Es ist nicht vergleichbar jetzt mit einigen asiatischen Ländern, wo es nochmal deutlich günstiger natürlich auch möglich ist. Das haben wir in Schwarzafrika in der Regel nicht, sind aber auch hier zum Beispiel noch in derselben Zeitzone und ja, hatte ja auch die Möglichkeit auf jeden Fall günstiger zu leben, als wir das im deutschsprachigen Raum kennen. Diejenigen, die zum ersten Mal nach Schwarzafrika kommen, werden sich vielleicht sogar überrascht sein, weil die Menschen ja eigentlich nicht sehr, sehr viel haben und dass die Lebenshaltungskosten trotzdem relativ hoch sind. Und es hat sehr, sehr viel mit Importen zu tun und ja, es vor Ort einfach ziemlich wenig Produktion gibt. Das heißt, viele Sachen müssen dann importiert werden, die können dann auch durchaus teurer sein. Dann das Klima. Ganzjährig heiß, also für unsere Sonnenanbeter auch ein sehr, sehr spannendes Land. Wir haben ja auch Regenzeit für mehrere Monate. Da regnet es mal ein bisschen mehr, aber es wird ja nie wirklich kalt. Das heißt, es ist trotzdem ganzjährig heiß. Und es gibt hier, für viele vielleicht überraschend, es gibt sehr, sehr schöne Strände hier vor Ort. Und das ist auch etwas, was mich damals auch etwas überrascht hat, dass man hier wirklich auf sehr, sehr gutem, hohem Niveau leben kann, auch gleichzeitig wunderschöne Strände genießen. Generell die Menschen, afrikanische Frauen und Männer sind allgemein sehr, sehr offen, auch Europäer kennenzulernen und sind sehr, sehr sympathische Menschen. Also ich kann wirklich sagen, es sind häufig etwas auch einfacher tickende Menschen, ganz klar. Also wie gesagt, wir sind hier in Afrika, wir sind hier nicht in Europa und Co. Aber häufig auch sehr, sehr offen und nett. Und es kann auch übrigens auf Beziehungsebene, kann man also hier sowohl für Männer und Frauen kann es durchaus interessant sein, wenn man jetzt hier anbuddeln möchte und wenn es dem eigenen Typ entsprechen sollte. Dann das Thema Sicherheit. Ich persönlich hatte hier nie ein Unsicherheitsgefühl. Es gilt auch als eines der sicheren Länder in Afrika. Und ich persönlich habe auch mit Expats und Auswanderern hier vor Ort getroffen, die sich auch hier sehr, sehr wohlfühlen. Also ich persönlich kann da ebenfalls grundsätzlich nur Positives berichten. Es soll anscheinend eben auch mal Kleinkriminalität, also das heißt Taschendiebstähle und Co. geben. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel die Sicherheitssituation anschaut, wie die sich in Europa, in manchen zentraleuropäischen Ländern entwickelt, auch nicht so positiv. Und da haben wir teilweise ganz andere Probleme. Also wenn dann zum Beispiel ganze Events dann nicht mehr durchgeführt werden können wegen Terrorgefahr und man überall Betonpfeiler aufstellen muss, weil dann vielleicht wieder mal das nächste Auto teilweise auch in dieselben Städte hineinrast. Ja, also diese Probleme haben wir zumindest in dieser Art und Weise hier nicht. Dann das Thema Aufenthaltsgenehmigung. Und da möchte ich gerne folgende Geschichte kurz erzählen. Beim letzten Besuch, als ich vor Ort war, das wollte ich nämlich testen, ob das wirklich so ist. Und ich bin dann um 8 Uhr aus dem Hotel raus und bin um 12 Uhr wieder zurückgekommen. In dieser Zeit war ich circa 1,5 Stunden im Auto und die restlichen 2,5 Stunden habe ich ein paar Besorgungen erledigt und bin mit meiner Aufenthaltsgenehmigung wieder zurückgekommen, die sehr, sehr einfach zu öffnen war. Ich habe nur einen Reisepass benötigt. Und in der gleichen Zeit habe ich auch noch ein Auslandskonto hier vor Ort bei einer der größten und renommiertesten Banken eröffnet. Ja, und das Ganze hat dann effektiv nur 2,5 Stunden mit Fahrzeit, 1,5 Stunden gedauert, also ein Vormittag und war alles erledigt. Und beides mit Reisepass, also wirklich sehr, sehr einfach und schnell. Dann das Thema Investments. Ich habe bei meinem letzten Besuch auch ein Architekten-Ehepaar kennengelernt, die auch begonnen hatten, hier visionäre Projekte zu starten. Ich persönlich fand das interessant und dachte mir, okay, probieren wir es mal aus. Und mein persönliches Apartment, was ich hier zum ersten Mal auch sehen konnte die letzten Tage und auch selber jetzt gerade hier wohne, hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Beziehungsweise man merkt hier, man kann wirklich auf europäischem Niveau hier leben. Es ist ein Land, was einiges an Chancen bietet. Ansonsten, vielleicht noch mit dazu gesagt, auch hier dieser Baustandard, das du hier so im Hintergrund zumindest schon mal ein bisschen sehen kannst oder auch in meinem eigenen Apartment. Es ist hier absolut nicht der Standard. Es ist, dieses Know-how so zu bauen, gibt es hier eigentlich gar nicht und musste hier auch dementsprechend importiert werden in das Land. Und es ist auch im Prinzip der höchste Baustandard, den es hier im Land generell gibt und bis dato geben kann. Das heißt, du kannst ja wirklich auch an dem Partizipation einem Land, was einfach ein sehr, sehr starkes Wirtschaftswachstum auch hat und wo auch wirklich im Mittelstand heranwächst, Menschen, die auch wirklich Geld haben, aber ansonsten eigentlich gar nicht die Möglichkeiten, auch nur ansatzweise so wie in Europa zu leben, dass es hier wirklich solche Möglichkeiten gibt. Ich kann dir auch mal empfehlen, wir haben ja auch hier Investorenreisen nach Gambia, sei da mit dabei, kannst du es kennenlernen, hast selber ein Gefühl dafür und kannst es dir selber vor Ort anschauen, ob das vielleicht mit reinpasst. Ich persönlich sehe Gambia definitiv nicht
Also ein Land, möchte ich an der Stelle auch mit dazu sagen, wo man jetzt gleich, wenn man die ersten 100 oder 200.000 Euro vielleicht zusammen hat, die man dann gleich in ein afrikanisches Land packt, sondern das ist eher etwas für den international versierteren Investoren oder Menschen, die einfach auf mehrere Kontinente und auf mehrere Länder streuen möchten und in mehreren Ländern auch passives Einkommen aufbauen. Und das ist halt einfach die größte finanzielle Sicherheit, die man haben kann. Stell dir vor, du hast in mehreren Ländern Aufenthaltsgenehmigung, Bankkonten, und kannst das Ganze und kannst dann auch noch dort im Fall der Fälle selber hin, beziehungsweise ansonsten das passive Einkommen genießen. Ja, eine größere Sicherheit kann man im Prinzip gar nicht haben. Ansonsten, was ja auch einzigartig ist, denn sind sehr visionäre Projekte, wo auch sehr viel Wert auf zum Beispiel Baugesundheit und allgemein auch auf Gesundheitsangebote und auch alternative Möglichkeiten, das heißt auch wie zum Beispiel jetzt einfach mal, ich sag mal, Yogakurse und Co., was man hier auch wirklich dann erledigen kann, wo man hier auch unter Community, unter Gleichgesinnt ist, Menschen, die da ein bisschen bewusster sind und die für sowas auch gerne vielleicht einfach nochmal einen Ticken mehr Geld ausgeben. Und da hat man hier wirklich einzigartige Projekte. Und es ist ein Land, meiner Ansicht nach, was wirklich sehr, sehr viel Potenzial hat und sehr interessante und tolle Möglichkeiten bieten kann zukünftig. Und das ist das, was ich die letzten Jahre beobachten durfte. Und an der Stelle auch die Kryptofreundlichkeit. Mit dem Bitcoin Tower wird das höchste Gebäude Gambias entstehen, was dann auch einfach eine große Sehenswürdigkeit aus sich heraus sein wird, wo man auch die Möglichkeit hat, wirklich sein gesamtes Leben von A bis Z mit Krypto und mit Bitcoin zu genießen. Das heißt, komplette Unabhängigkeit vom digitalen Euro und welchen Kontrollsystemen oder Kontrollutopien auch immer es mal geben könnte. Ja, also Gambia ist sehr, sehr spannend für neugierige und abenteuerlustige Menschen. Man kann ja sogar die Kinder mitbringen beim Auswandern. Ja, ich persönlich habe sehr spannende Erfahrungen hiermit gemacht. Ich kann dir sehr empfehlen, den Gambia-Abend, den haben wir jetzt erst durchgeführt. Also das Video erscheint am Tag zuvor, also gestern. Schau es dir gerne an und dann kannst du dich viel ausführlicher informieren und auch die Möglichkeiten viel konkreter erfahren. Das hier war quasi so eine Kurzzusammenfassung, was dieses spannende Land zu bieten hat. Dort wirst du noch einiges mehr erfahren und finden. Ich freue mich drauf und auch dich vielleicht mal in Gambia zu sehen. Du bist herzlich willkommen bei unseren Investorenreisen. Auch den Link findest du ebenfalls unterhalb von diesem Video. Und ansonsten, genau, bis spätestens nächsten Freitag zur nächsten Ausgabe von Faszination Freiheit.